Sie wurden torpediert oder beschossen. Sie kollidierten versehentlich mit einem anderen Schiff oder einem Eisberg. Sie explodierten, brannten aus, gingen unter. Und mit ihnen viele Menschen: Soldaten, Flüchtlinge, Besatzungsmitglieder, Kapitäne, Kinder und Verwundete. Kriegsgeschehen, menschliches Versagen und technischer Größenwahn waren die Ursachen. Und wer noch konnte, funkte vom Meer aus SOS. Rettet unsere Seelen. Dir gefallen unsere Videos? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und schreib deine Videowünsche unten in die Kommentare. Lasst uns loslegen. Das U-Boot-Wunder USS S5. Eigentlich sollte es nur ein Testlauf werden, als die USS S5 am 1. September 1920 um 13 Uhr ein Sinkmanöver einleitete. Eine menschliche Unachtsamkeit sorgte jedoch dafür, dass das Luftansaugsystem beim Eintauchen in den Ozean geöffnet blieb. So konnte ungehindert Wasser in Kontroll-, Maschinen-, Torpedo- und Motorraum fließen. Das 70 Meter lange U-Boot sank mit 38 Mann Besatzung 55 Meter tief auf den Meeresboden. Die Wasserpumpen konnten nicht mehr in Betrieb genommen werden, also entschlossen sich die Seeleute zu einem gewagten Manöver. Da sie zumindest einen Raum vor dem einbrechenden Wasser schützen konnten und der Motorraum nur halb gefüllt war, gelang es, das U-Boot der United States Navy in Schräglage so zu positionieren, dass ein Teil Auftrieb bekam und 5,2 Meter über der Wasseroberfläche ragte. Doch leider fehlte der Besatzung Werkzeug, um sich aus ihrem Stahlgefängnis zu befreien. Nach 36 Stunden mühevoller Arbeit hatten sie es kaum geschafft, ein Loch von 76 mm Durchmesser zu bohren. Doch glücklicherweise nahte Rettung. Das Dampfschiff Atlantis hatte zwar keinen Funk an Bord, konnte aber mit Frischluft und Trinkwasser aushelfen. Außerdem sicherte sie das U-Boot, damit es nicht wieder auf den Meeresboden zurücksank. Erst ein weiterer Dampfer, der das Unglücksgebiet auf dem Weg von Haiti nach New York passierte, wurde via Flaggensignale informiert und konnte per Funk einen Notruf absetzen. Die Navy übernahm nun die Bergung der 38 Kameraden. Aus einem 61 cm kleinen Loch konnte die gesamte Besatzung am 3. September 1920 ohne Verluste und große Verletzungen gerettet werden. Die Bergung des U-Bootes dagegen misslang. Sie versank erneut bei dem Versuch, sie abzuschleppen. Erst im Juli 2001 wurde das Wrack von einem amerikanischen Vermessungsschiff wiederentdeckt. 200 Tonnen Sprengstoff und ein Held. Als am 6. Dezember 1917 im Halifax-Hafen zwei große Schiffe kollidierten, zog das viele Schaulustige an. Auf einem der Schiffe war ein Feuer ausgebrochen, aber niemand ahnte, dass dies nur das Vorspiel zu einer Explosion war, die 1946 Todesopfer und mehr als 7000 Verletzte kosten und als Mutter aller Explosionen in die Geschichte eingehen würde. Es ist etwa 7:30 Uhr, als sich der französische Frachter Mont Blanc in Bewegung setzt. Seit dem Vorabend hatte er darauf gewartet, einlaufen zu dürfen, denn aufgrund der Kriegssituation war der Hafen über Nacht geschlossen. Ein großes Netz schützte das Gelände vor deutschen U-Boot-Angriffen. Doch jetzt ist ein Lotse an Bord gekommen, um das 111 Meter lange Schiff durch den engen, etwa 500 Meter breiten und 2000 Meter langen Kanal zu lotsen. Gleichzeitig machte sich von der Hafenseite die IMO, ein Versorgungsschiff, auf den Weg ins offene Meer. Ein beeindruckendes Viermast-Dampfschiff der White Star Line, ursprünglich für den Passagierverkehr gebaut, 146 Meter lang. Von Rotterdam kommend hatte sie an der kanadischen Ostküste Kohle gebunkert und war auf dem Weg nach New York. Aufregung kommt auf, als der Lotse der Mont Blanc etwa 1000 Meter voraus die IMO entdeckt, die ihnen auf der gleichen Seite entgegensteuert. Über ein Pfeilsignal versucht sich die Crew zu verständigen, doch schnell wird klar, beide Schiffe sind auf Kollisionskurs. Auch ein plötzlicher Maschinenstopp kann nicht verhindern, dass sich die IMO etwa 3 Meter in den Schiffsrumpf der Mont Blanc bohrt. Durch die Reibung von Metall an Metall entsteht ein Funkenflug, der an Bord befindliches Benzol entflammt. Um 8:45 Uhr beginnt das Schiff zu brennen. Was aber weder die Besatzung der IMO noch die Schaulustigen und die Arbeiter im Hafen und schon gar nicht die 60.000 Einwohner der Stadt Halifax ahnen: An Bord des Schiffes befinden sich auch 200 Tonnen TNT und weitere explosive Stoffe. Und da der Kapitän darauf verzichtet hatte, vorschriftsmäßig mit roten Flaggen auf das gefährliche Gut hinzuweisen, wähnten sich alle in Sicherheit. Doch um 9:04 Uhr explodiert die Mont Blanc in einem gigantischen Feuerball, der in Sekundenschnelle eine solche Druckwelle aussandte, dass Teile von Halifax dem Erdboden gleichgemacht wurden.
Entwurzelte Bäume, verbogene Eisenschienen, Leichenteile, tausende verletzte Menschen. Eine Detonation, die in etwa 1/7 so stark war wie die Hiroshima-Bombe. Noch 300 Kilometer weiter war sie zu hören. Ein Teil des Ankers der Mont Blanc wurde 3,85 Kilometer weit geschleudert. Ein Mann wurde zum Helden des ganzen Unglücks. Vincent Coleman, Inhaber eines Telegrafenbüros, gelang es, einen voll besetzten Zug zu stoppen, der in Halifax einfahren sollte. Er selbst kam ums Leben. Und der nachlässige Kapitän der Mont Blanc? Der wurde zwar angeklagt, aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Die chinesische Titanic, Taixing. Wie aus einem Märchen kommt sie daher. Die 65 Meter lange, dreimastige und hochseetaugliche Junke aus Xiamen in China. Ihr Name bedeutet wahrer Stern und in ihrem Rumpf waren die kostbarsten Schätze verstaut. Kunstvolles Porzellan aus 3 Jahrhunderten, wertvolle Teesorten, Seidenstoffe, Gewürze und besondere Heilmittel, für die die Chinesen ja so bekannt waren. Doch die wertvollste Fracht waren die Menschen. 1600 an der Zahl, Auswanderer auf dem Weg nach Java, einer neuen Zukunft entgegen, mit der Hoffnung auf Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen der Insel. Es war die Regierungszeit des Qing-Kaisers Dao Quang. Der Opiumkrieg hatte zu einer politischen und wirtschaftlichen Krise und zu einer großen Abwanderungswelle geführt. Und nun befinden sich 1600 hoffnungsvolle Menschen und 200 Mann Besatzung auf einem überladenen Schiff und müssen unter schlimmsten Strapazen die Reise entlang der malaysischen und vietnamesischen Küste und die Straße von Malakka absolvieren. Kam es zu Problemen an Bord wegen der Überbelegung? Die Taixing transportierte weit mehr als die 1000 Tonnen, für die sie ausgelegt war. Oder hatte der Kapitän Angst vor Piraten? War er in Sorge wegen des Zeitplans? Auf jeden Fall fällte er eine folgenschwere Entscheidung. Er änderte den Kurs. Statt die sonst übliche, sichere Route durch die Banka-Straße zu nehmen, entschloss er sich für einen weiter östlich gelegenen, kürzeren Seeweg. Am 5. Februar 1822 trifft die Taixing in voller Fahrt auf das Belvidere-Riff und sinkt innerhalb kürzester Zeit in die 30 Meter tiefe See. Ein kleines Schiff, das die Taixing begleitete, dachte gar nicht daran, den Verunglückten zu Hilfe zu eilen. Aus Angst davor, selbst in Seenot zu geraten. Lediglich das britische Segelschiff Indiana, das sich auf dem Weg nach Kalkutta befand, konnte 2 Tage später 190 Überlebende retten und nach Boreno bringen. Aufgrund der vielen Parallelen zum Titanic-Untergang wird die Taixing oft als chinesische Titanic bezeichnet. 1999 wurde das Wrack von einem Schatzjäger namens Mike Hatcher wiederentdeckt und ausgeplündert. Flammendes Inferno. Hier geht es um kein Schiff, sondern um eine Bohrinsel im Golf von Mexiko. Die Plattform gehörte seit 2001 zur Firma Transocean und wurde vom Ölkonzern BP betrieben. Die etwa 150-köpfige Besatzung arbeitete daran, zuvor nie dagewesene Tiefen mit ihrem Erdölbohrer zu erreichen. In einer Meerestiefe von 1250 Metern gelang es ihnen, Bohrungen bis zu 10.700 Metern durchzuführen. Ein gefährliches Unternehmen, gelangte doch immer wieder Erdgas in die Bohrlöcher und führte zu sogenannten Erdgaseinbrüchen. Am 20. April 2010 passierte etwas, wovor alle, die auf und um Bohrinseln arbeiten, Angst haben: ein Blowout. Eine Fontäne von Erdöl, Gas und Schlamm schoss aus dem Bohrloch und entzündete sich. Eigentlich sind Bohrinseln via Fernwartung mit hochtechnisierten Sicherheitsmaßnahmen geschützt, doch im Falle der Deepwater Horizon kam es zu einer ganzen Havarieserie. Das Sicherheitssystem funktionierte schlicht nicht. Bei anschließenden Untersuchungen stellte man 260 Fehler fest, die den Betrieb unmöglich machten. 11 Menschen starben bei dem Unglück. Die Plattform brannte binnen 2 Tagen ab und hinterließ eine Ölpest, die als eine der schwersten Umweltkatastrophen der Geschichte gilt. Die Schadstoffwolke im Meer umfasste einen 35 Kilometer langen Ölteppich. Die Zahlung von 4,5 Milliarden Euro wurde als Strafe verhängt. Stilles Grab. Eine schier unglaubliche Zahl an Todesopfern kostete ein Angriff deutscher Junker-Maschinen auf das britische Frachtschiff RMS Lancastria. Bis heute ist unklar, wie viele Zivilisten und Soldaten sich an Bord befanden. Es könnten an die 9000 Menschen gewesen sein. Die Zahl der Todesopfer schätzt man auf 3500 bis 6500. Eigentlich war das Schiff zum Vergnügen gebaut worden. Als Kreuzfahrtschiff war es zwischen Großbritannien und New York unterwegs, schipperte aber auch durchs Mittelmeer und nordeuropäische Gewässer.
Als der Zweite Weltkrieg begann, wurde es für Truppentransporte genutzt und begleitete Evakuierungseinheiten. Am 17. Juni befand sich die RMS Lancastria vor Frankreich an der Loire-Mündung und hatte die Flüchtlinge an Bord genommen. Als um etwa 16 Uhr das deutsche Kampfgeschwader angriff, sank das Schiff innerhalb von 20 Minuten. Lediglich 2477 Überlebende konnten geborgen werden. Die britische Regierung beschloss, dieses Unglück geheim zu halten und verbot den Überlebenden darüber zu sprechen. Bemühungen, das Wrack, welches sich etwa 17 Kilometer vor Saint-Nazaire befindet, von britischer Seite zum Kriegsgrab erklären zu lassen, ist bis heute nicht gelungen. Die französische Regierung hat es aber unter Schutz gestellt. Ein Meer voller Trümmer und Leichen. Recht wenig bekannt ist auch das Schicksal des japanischen Frachters Tamatsu Maru, der im Zweiten Weltkrieg als Depot- und Reparaturschiff unterwegs war. Am 19. August 1944 war er Teil eines Konvois, der Soldaten und Waffen von Südkorea zu den Philippinen verschiffte. Aufgrund schlechten Wetters teilte sich der Konvoi. Die schutzlose Tamatsu Maru wurde von Torpedos des US-amerikanischen U-Boots Spadefish getroffen. 4755 japanische Soldaten und 135 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Für Rettungsmannschaften gab es nichts mehr zu tun. Das Meer war voller Trümmerteile und Leichen. 4 Kapitäne und keine Rettung. KDF, Kraft durch Freude, hieß die nationalsozialistische Kampagne, die sich um den Gesundheits- und Erholungsfaktor deutscher Volksgenossen kümmerte. Auch Kreuzfahrten mit dem stattlichen Kabinen- und Fahrgastschiff Wilhelm Gustloff war ein Teil davon. Doch mit dem Zweiten Weltkrieg war es mit der Urlaubsfreude vorbei und die Gustloff wurde, so wie viele andere Schiffe auch, umgerüstet als Lazarett- und Transportschiff. Der Krieg war schon fast zu Ende. Nur noch 4 Monate sollte es dauern, bis Frieden verkündet werden konnte. Da wurde für die militärisch genutzten Schiffe die Order herausgegeben, dass auch flüchtende Zivilisten aufgenommen werden dürfen. Insgesamt 2,5 Millionen ostpreußischer Flüchtlinge gelang es damals die Flucht über den Seeweg. Am 30. Januar 1945 lag die Gustloff vor Pommerns Küste. Der Versuch, den Flüchtlingsstrom zu koordinieren, scheiterte. Die Gustloff wurde regelrecht überrannt. Und wie auch die Lancastria vor der Küste Frankreichs, wusste auch auf der Gustloff niemand, wie viele Menschen tatsächlich an Bord kamen. Bis zu 9000, so schätzen Historiker. Darunter eine große Zahl Kinder und Verwundete. Kapitäne gab es auf dem Schiff gleich 4, was sich aber als problematisch erwies, denn jeder von ihnen hatte eine eigene Ansicht, was Fahrroute und Beleuchtung betraf. Die Entscheidung, die Gustloff beleuchtet durch tiefes Gewässer fahren zu lassen, erwies sich als fatal. Es war 21:16 Uhr, als das erste von 3 Torpedos die Gustloff traf. Das sowjetische U-Boot S-13 hatte das 700 Meter entfernte Schiff geortet und nahm es unter Beschuss. Eine Stunde später war die Gustloff gesunken. Nur 1252 Menschen konnten gerettet werden. Unter ihnen auch die 4 Kapitäne. Anders als bei der Lancastria sind die Vorgänge um die Wilhelm Gustloff gut aufgearbeitet. Das Wrack wurde als Seekriegsgrab zum geschützten Denkmal. Todesursache Größenwahn. Über die Titanic wurde schon viel geforscht, erzählt und auch gesungen. Es gibt ein Kochbuch über das letzte Menü, Filme, Dokumentationen, Mythen und Geschichten. Wer sich Bilder des prachtvollen Schiffes ansieht, kann einfach nur staunen. Über die schiere Größe, den Prunk und den Luxus. Unsinkbar, so hieß es, sei die Titanic. Und es galt als angesagt, unter der reichen Bevölkerung Englands Tickets für die Jungfernfahrt zu ergattern. Und auch für hunderte Auswanderer war die Titanic, wenn auch der Luxus nicht für sie vorgesehen war, so doch Symbol für ein neues Leben in Amerika. Doch das Schicksal hatte mit der Titanic andere Pläne. 300 Seemeilen vor Neufundland rammte der Luxusliner der Reederei White Star Line und größte Schiff der Welt einen Eisberg. 2 Stunden und 40 Minuten später wurde der Ozeanriese von der See verschluckt und 1514 Menschen mit ihm. Das war in den Nachtstunden vom 14. auf den 15. Januar 1912. 711 Menschen hatten das Glück zu überleben, obwohl die Rettungsmaßnahmen so chaotisch waren, dass beispielsweise die wenigen Rettungsboote nur halb voll zu Wasser gelassen wurden. Die Besatzung war nicht ausgebildet für eine Evakuierung. Schließlich hielt man sie ja für absolut sicher. Nach der Katastrophe wusste niemand zu sagen, wo die Titanic eigentlich genau gesunken ist. 70 Jahre lang versuchten Schatzsucher und Forscher das Schiff zu finden. 1985 gelang das auch.
Aber aus Angst vor Plünderung hielt man diese Information geheim. Noch immer liegt sie 4000 Meter unter der Meeresoberfläche. Mittlerweile gibt es auch Bilder und Filmmaterial. Es wurde überlegt, die Titanic zu bergen. Doch eine so spektakuläre Aktion wäre unglaublich teuer. Menschen mit viel Geld können die Titanic trotzdem sehen. Für 40.000 US-Dollar darf man eine Tauchfahrt unternehmen. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.